Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es mal um die Stornierung und die verbundenen Kosten für Mieter und Vermieter. Was bleibt hängen? Bei welcher Variante muss wer was zahlen? Wie sind die Tage, bis wohin welche Frist gilt? Wir schauen uns das alles näher an. Bleibt dran, bis gleich. Ja, bevor wir auf die verschiedenen Varianten der Stornierung eingehen und die Kosten, die für wen und wann wie entstehen, mal ganz kurz eine Bitte an euch. Schreibt in die Kommentare eure Erfahrungen. Ich konnte nicht alles recherchieren, ich habe keine Informationen dazu gefunden, deswegen bitte ich euch, lasst uns teilhaben an euren Erfahrungen, die ihr da vielleicht gemacht habt. Und zwar, wer zahlt Mietausfall bei Schuld vom Vormieter? Also wenn ein Schaden entsteht bei der Vormietung und die neue kann nicht stattfinden aufgrund der Länge oder Größe des Schadens oder Länge der Reparatur. Was habt ihr da für Erfahrung? Wie sind die Abläufe? Wer hat welche Kosten übernommen? Da gibt es diverse Varianten. Schreibt ruhig unten in die Kommentare. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Video dazu. Aber auf jeden Fall freue ich mich, wenn auch ich und die anderen dann dazu Näheres erfahren. Hilft die Versicherung dabei aus oder muss man dann mit dem Vormieter sich auseinandersetzen? Also ist die Flottenversicherung irgendwie noch beteiligt an irgendwelchen Mietausfällen oder was? Und welche spezielle Situation hattet ihr da zum Thema Provision bei der Vormietung, bei so einem Schaden vom Vormieter? Wie war das mit der Provision? Müsstet ihr da die Paul-Camper-Geschichte bezahlen oder muss die Paul-Camper-Geschichte dann vielleicht also am Endeffekt war ja verantwortlich für die neue Stornierung der Vormieter. Wie ist da der Ablauf? Habt ihr da Erfahrung? Schreibt unten in die Kommentare, da freue ich mich drüber. Jetzt machen wir mit dem Video weiter und schauen uns die Stornierungsbedingungen an. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, welche Varianten es der Stornierung gibt und in welcher Variante du als Mieter bzw. du als Vermieter für die Kosten aufkommen musst und für welche Kosten ihr aufkommen müsst. Es ist eine Frage aufgekommen, das ist eine Zuschauerfrage. Die wurde gestellt von Pantherkralle. Grüße gehen raus, Pantherkralle. Vielen Dank für die Frage. Und zwar hat er näher gefragt, wie es denn zusammenhängt mit der Stornierung, welche Kosten auf einen zukommen, wenn zum Beispiel aufgrund eines Schadens, eines Vorschadens, eines Vormieters die nächste Vermietung nicht stattfinden kann, weil das Gerät, das Mobil außer Gefecht gesetzt ist, einen Schaden hat und man die Vermietung absagen muss. Wie das in dem Fall zusammenhängt. Und ich habe mich da näher mit beschäftigt und da gibt es natürlich diverse Varianten und deswegen mache ich heute mal das Video grundsätzlich über das Thema Stornierung. Also das bezieht sich natürlich auf Paul Camper. Ich mache vielleicht zukünftig nochmal ein Video über andere Plattformen, aber bei Paul Camper ist es so, dass ihr grundsätzlich in dem Moment, wo das Angebot angenommen wurde, ein verbindliches Angebot gemacht wurde und der Mieter es annimmt, dann in dem Moment besteht die Verpflichtung der Stornierungskosten an Paul Camper zumindest schon mal und auch der restlichen Stornierungskosten. Also das ist der Moment, wo tatsächlich der Vertrag geschlossen ist und das ganze Thema Stornierungskosten beginnt. Ne? Wenn natürlich ihr euch mit einem Mieter oder einem Vermieter oder wie auch immer, wenn ihr euch da beschäftigt und anfragt oder was und das nicht zustande kommt, dann ist dann noch nichts safe und ihr müsst keine Kosten befürchten. Aber in dem Moment, wo beide Seiten zustimmen, ab da gilt das, was ich jetzt hier erzähle. Und zwar ist es so, dass bis 50 Tage vor Reiseantritt 30% des Mietpreises Stornierungskosten sind. Das heißt, bis 50 Tage vor Anreise muss der Mieter 30% an den Vermieter bezahlen. 49 Tage bis 15 Tage vor Reiseantritt sind das 75%, die gezahlt werden müssen. Ab dem 14. Tag 90% des Mietpreises. Und am Tag der Anmietung, also wenn zum Beispiel der Mieter kommt und schaut sich das Mobil an und tritt dann vom Kauf zurück, warum auch immer, ein Eigenverschulden, vielleicht kann er nicht mehr oder er kriegt einen Anruf, er muss in die Firma oder was oder Kind ist krank an dem Tag oder was, und dann sind es 100% der Vermietkosten an dem Tag. Der Hintergrund ist, dass natürlich der Vermieter
Und da rede ich jetzt nicht aus meiner Sicht, sondern dem Vermieter ist es ja so, das Mobil wurde blockiert und er kann es natürlich in der Zeit, wo es blockiert wurde, nicht vermieten. Wenn man natürlich, umso länger man vorher storniert, umso eher hat der Vermieter natürlich die Möglichkeit, noch einen Kunden zu finden für die Zeit, weil das dann wieder freigegeben ist. Ne? Also das macht natürlich grundsätzlich Sinn, ist immer ein bisschen schwierig, ja, also manchmal gibt es ja auch Gründe als Mieter, wo man nichts dafür kann und dann Kosten zu haben, ist natürlich blöd. Ja? Ich sag mal so, es hat auch immer was damit zu tun, wie vielleicht der Vermieter drauf ist. In manchen Fällen, oder kommt auch ein bisschen auf den Grund an, in manchen Fällen gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, dass der Vermieter da euch aus der Pflicht lässt, so ein bisschen. Kommen wir gleich nochmal dazu, wie das dann heißt und wie das dann geht. Wichtig für euch nochmal zu wissen, egal in welcher Variante, 15%, und das sind die 15% der Provision, die Paul Camper bekommt. Diese 15% werden in jedem Fall fällig. Also ab dem Moment, wo ihr den Vertrag geschlossen habt, also Angebot angenommen, werden diese 15% auf jeden Fall fällig. Egal, auch wenn ihr ein Jahr vorher storniert. Ihr habt weithin geplant und ihr storniert ein Jahr vorher. Selbst dann werden die 15% fällig. Hört sich ein bisschen krass an, aber ich habe dann natürlich auch geschrieben mit Paul Camper und mich ausgetauscht. Der Hintergrund ist, dass natürlich der ganze Aufwand, der ganze Ablauf im Vorhinein passiert. Das heißt, die Werbung und die Plattform und was die so alles zur Verfügung stellen, das ganze Digitale und die Interaktion und alles, das ist natürlich vorher passiert und im Nachhinein, nach diesem verbindlichen Angebot, passiert für die natürlich nicht mehr so viel, wo Aufwand entsteht. Ne? Deswegen sagen die natürlich, wir müssen dann irgendwo gucken, dass wir da diese Kosten decken. Ne? Also das wisst ihr jetzt, 15% sind auf jeden Fall fällig. Für den Fall, dass ihr als Mieter aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten müsst und stornieren müsst, da habt ihr natürlich auch keine Sondermöglichkeit. Da empfehle ich eine zusätzliche Reiserücktrittsversicherung. Die könnt ihr wohl auch bei Paul Camper in dem Ablauf irgendwo mitbuchen. Ne? Aber die würde in dem Fall, eine Reiserücktrittsversicherung würde in dem Fall für die Kosten aufkommen. Beschäftigt euch im Zuge dessen einfach mal damit, was das kosten würde. Dann überlegt euch, ob das Sinn machen kann. Na, ist ja immer die Frage, was kostet es, was bringt es. Ne? Also da gesundheitlich, da würde die zum Beispiel gelten. Im Falle einer Stornierung durch den Vermieter. Wenn der Vermieter storniert, warum auch immer, kriegt ihr als Mieter 100% eurer Ausgaben wieder. 100%. Die 15% Provision muss dann auch der Vermieter zahlen. Ja? Auch wichtig als euch als Vermieter, wenn ihr das Mobil kaputt geht und ihr seid schuld oder ihr könnt nicht rausgeben oder storniert aus persönlichen Gründen, dann müsst ihr auf jeden Fall die Provision bezahlen. Also immer der quasi für das Nicht-Stattfinden verantwortlich ist, ob Mieter oder Vermieter, muss auf jeden Fall die 15% Provision an Paul Camper bezahlen. Dann nochmal zu den verschiedenen Möglichkeiten oder Varianten. Es gibt einmal die Stornierung durch den Vermieter, es gibt die Stornierung durch den Mieter und es gibt die freundliche Stornierung. Freundliche Stornierung erkläre ich nochmal näher. Ich habe ja eben schon mal gesagt, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Vermieter das sieht in dem Moment. Es gibt die Möglichkeit, dass der Vermieter euch trotzdem aus den Kosten lässt. Aus diesen Kosten, die ich erwähnt hatte, 30%, 50. Tag, 49 bis 15er Tag, 75% und so weiter. Ne? Das kommt auf den Vermieter an. Es kann ja Gründe geben, wo es ein Missverständnis gab oder wo es so ein bisschen die Frage ist, wer war verantwortlich dafür, dass es jetzt nicht klappt. Oder ich nenne mal ein Beispiel. Es sind 4 Personen und die mieten ein Mobil, was nur 2 Schlafplätze hat. Oder es sind eine 5-Personen-Familie und die mieten bei euch ein Mobil, was nur 4 Gurtplätze hat. Dann ist es natürlich so, dass eigentlich der Vermieter in dem Moment sagen müsste, oh Mensch, das passt nicht mit den Gurtplätzen, ihr könnt das eigentlich gar nicht nehmen, aber gleichzeitig hat der Mieter natürlich auch eine gewisse Schuld, weil es vielleicht auch drin steht. Aber das ist so eine Variante, wo beide so ein bisschen beteiligt sind daran, dass es eigentlich nicht richtig ist und eigentlich kann der Vermieter die Kunden auch nicht loslassen, weil er ja selber weiß, einer ist nicht angeschnallt und das ist so eine Variante, wo zum Beispiel vielleicht der Vermieter euch da entgegenkommt und sagt, wisst ihr, wir haben beide ein bisschen da, das hat nicht so gepasst, tut mir leid, dass es nicht passt, ich lasse euch aus den Kosten raus und das wäre dann eine freundliche Stornierung, also auch das ist möglich, kommt ein bisschen auf die Kommunikation zwischen euch an. Allerdings ist es dann so, auch bei der freundlichen Stornierung müssen 15% der Provision dann von euch als Mieter bezahlt werden. Aber 15% Kosten ist immer noch besser wie vielleicht 100%. Ja? Also von daher, dass ihr das mal auf dem Schirm habt, die Möglichkeit gibt es.
Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, was die Stornobedingungen angeht. Ob Mieter oder Vermieter, ist ja für jeden interessant, da zu wissen, was auf einen zukommt im Ernstfall. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid und den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, immer eine tolle Bestätigung. Ansonsten schaut euch gern die weiteren Videos an. Da gibt es viele Themen über die Vermietung, aber auch Tipps und Tricks. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt schöne Reisen, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.